Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 13. Du warst in Südkorea. Wann bist du zurückgekommen? Du hast dieses Land vor 7 Jahren verlassen. Ich wohne jetzt in dieser Stadt, ich bin hierher gezogen. Mein Sohn und ich haben hier eine neue Firma gegründet. Was machst du hier? Ich bin hierher gekommen, um mit meiner Tochter zu frühstücken. Lass uns zusammen frühstücken. Bitte schließe dich uns an. Danke, wir sind auch hierher gekommen, um zusammen zu frühstücken. Lena, wie geht es deinem Mann? Mein Mann. Mein Mann? Wie bitte? Was ist passiert? Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, es liegt nicht an dir. Alex hat sich von ihr scheiden lassen. Er hat meine Tochter aus seinem Haus geworfen. Lena hat auch eine Tochter. Er hasst sie. Er mag keine Töchter. Er wollte einen Sohn. Er hat Lena auch betrogen. Er liebt eine andere Frau. Meine Tochter macht zurzeit sehr viel durch. Sie hat viel geweint. Ich mache mir Sorgen um Lena. Oh mein Gott, wir wussten nichts davon. Sie ist eine mutige Frau. Immer mit eines Tages bereuen. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Matteo, geh und sprich mit Lena. Sie braucht unsere Hilfe. Lena, bist du okay? Mir geht es gut. Was machst du hier? Du bist eine so tapfere Frau. Lena, deine Mutter hat uns von deinem Mann erzählt. Es war seine Schuld. Er wird eines Tages bereuen. Du hast das Recht, glücklich zu sein. Deine Tochter ist ein Engel. Julia ist sehr süß. Lass uns zurückgehen. Deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Wir werden zusammen frühstücken. Mir geht es gut. Lass uns zurückgehen. Ich habe großen Hunger. Geht es dir gut? Du solltest vorsichtiger sein. Danke. Ich bin ausgerutscht. Lass uns jetzt gehen. Du musst hungrig sein. Ja, ich habe großen Hunger. Lass uns gehen. Ich fühle mich so großartig. Wir verbringen Zeit zusammen. Es ist hier sehr friedlich. Keine Verschmutzung. Kein Lärm. Gott sei Dank bin ich hierher gekommen. Wie fühlst du dich jetzt? Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist eine starke Frau. Alex wird eines Tages bereuen. Es ist mir egal, was ihn betrifft. Ich kann mich um meine Tochter kümmern. Töchter sind ein Segen. Können wir nicht darüber sprechen? Ich möchte diese Momente mit euch genießen. Natürlich, Lena, ich werde nicht wieder darüber sprechen.
Matteo, du hast geheiratet. Jetzt erinnere ich mich. Wie geht es deiner Frau? Meine Frau ist nicht mehr. Sie ist vor 6 Monaten bei einem Autounfall gestorben. Entschuldigung. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Sie war so jung. Matteo muss wirklich traurig sein. Er versucht, sie zu vergessen. Ich möchte meinen Sohn glücklich sehen. Ich habe ihn hierher gebracht. Er hat seine Frau so sehr geliebt. Mach dir keine Sorgen, ich werde mit ihm sprechen, es wird ihm bald gut gehen. Matteo, können wir reden? Lena, ich bin in Ordnung. Es tut mir sehr leid. Du musst nichts sagen. Ich verstehe das. Du musst weitermachen, Matteo. Ich habe viel durchgemacht. Ich habe mich weiterentwickelt. Mein Mann hat mich rausgeworfen. Er hat mich betrogen. Ich stehe immer noch vor dir. Das Leben ist zu kurz. Ich weiß, dass du deine Frau sehr liebst. Sie ist nicht mehr auf dieser Welt, aber deine Mutter lebt noch. Sie kümmert sich um dich. Sie möchte nur, dass du glücklich bist. Deine Mutter braucht dich. Du solltest dein Leben leben. Ich weiß, Lena, ich versuche es. Ich möchte weitergehen. Es ist so schwer für mich. Ich kann diesen Tag nicht vergessen. Sie hat stark geblutet. Ich habe sie für immer verloren. Sieh mich an. Du bist stärker, als du denkst. Sei nicht undankbar. Du hast eine Mutter. Du hast deine eigene Firma. Du bist auch gesund. Du solltest für diese Dinge dankbar sein. Das sind Segnungen. Danke, Lena. Mir geht es jetzt gut. Ich werde weitermachen. Du bist sehr stark. Gott segne dich. Ich denke, wir sollten jetzt gehen. Ich muss auch zum Supermarkt gehen. Lass uns gehen, Lena. Wir sind spät dran. Ich muss später Julia abholen. Natürlich, Mama. Lass uns gehen. Ich möchte auch einen Stand mieten. Ein Stand? Warum brauchst du einen Stand? Ich möchte arbeiten. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich brauche Geld. Ich mache leckere Hot Dogs. Ich möchte einen Stand eröffnen. Ich werde Hot Dogs verkaufen und Geld verdienen. Mein zweites Kind kommt auch. Ich muss Geld verdienen. Bravo, Lena, bravo. Du bist eine starke Mutter. Ich bin stolz auf dich. Ich werde dich absetzen. Lass uns gehen. Liebling, Amanda hat einen Geschäftsmann geheiratet. Sie ist jetzt reich. Was ist ihr nächster Plan? Wie wird sie sein ganzes Eigentum bekommen? Er ist kein verrückter Mensch. Alex ist verrückt nach Amanda. Ich werde auch seine Firma bekommen. Ich muss in seiner Firma arbeiten.
Ich hoffe, Amanda wird Alex überzeugen. Ich weiß, Liebling. Du musst mir versprechen, dass du mich nicht verlässt. Ich brauche Geld. Wir werden unser Leben zusammen verbringen. Ich verspreche es dir, du bist meine Liebste. Ich werde Amanda verlassen. Du weißt, dass wir sie ausnutzen. Ich liebe sie nicht. Ich muss Alex' Eigentum bekommen. Dummer Martin. Ich liebe dich auch nicht. Ich werde dich verlassen. Ich werde das Geld nehmen und dieses Land für immer verlassen. Warum lächelst du? Du siehst glücklich aus. Du bist sehr hübsch, mein Liebster. Ich werde dich nicht irgendwohin gehen lassen. Magst du meinen Körper? Ich weiß, dass ich sehr hübsch bin. Amanda ist auch verrückt nach mir. Mein süßer Schatz. Bitte mach mir eine Tasse Kaffee. Ich werde dich später küssen. Ach wirklich? Ich bin gleich zurück. Ich werde dir einen köstlichen Kaffee machen. Es ist der glücklichste Tag meines Lebens. Du bist jetzt meine Frau. Ich liebe dich so sehr, Amanda. Du wirst Mutter werden. Du wirst mir einen Jungen schenken. Ich liebe dich auch, Schatz. Ich brauche deine Hilfe. Du kennst meinen Cousin Martin. Er ist ein guter Junge. Er braucht einen Job in deiner Firma. Er hat letztes Jahr seinen Abschluss gemacht. Er hat Finanzwesen studiert. Wirst du ihm helfen? Amanda, mein Liebling, lass uns einkaufen gehen. Ich habe beschlossen, dass ich dich morgen heiraten werde. Okay, ich werde ihm einen Job geben. Er kann in meiner Firma arbeiten. Er kann mich morgen treffen. Oh, wirklich? Vielen Dank. Du bist der beste Ehemann auf der ganzen Welt. Komm her. Ich möchte dich küssen. Vielen Dank, Mama. Du hast mir sehr geholfen. Du hast mich aufgemuntert. Ich habe mich heute sehr amüsiert. Deine Freundin ist eine gute Dame. Ja. Sie ist meine beste Freundin. Ich werde sie eines Tages einladen. Hat dir der Stand gefallen? Wir werden diesen Stand jeden Monat mieten. Ja, Mama. Mir hat dieser Stand gefallen. Ich werde heute leckere Hotdogs machen. Ich werde sie heute verkaufen. Ich kann es kaum erwarten, meinen Stand zu öffnen. Ich bin super aufgeregt. Alles wird gut sein. Ich bin bei dir. Wir müssen positiv sein. Deine hellen Tage kommen bald. Ich bin so stolz auf dich. Du bist meine Tochter.
Was ist mit Matteo passiert? Er ist heute sehr glücklich. Gott sei Dank, dass er mit mir hierher gekommen ist. Er wird mich nicht noch einmal enttäuschen. Ich glaube, Lena hat mit Matteo gesprochen. Sie hat ihn verstehen lassen. Vielen Dank, Gott. Er macht Fortschritte. Ich möchte ihn glücklich sehen. Mama, ich habe ein neues Projekt bekommen. Viele neue Kunden wollen in unser Unternehmen investieren. Du hattest recht. Ich werde von jetzt an glücklich bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.